Moin, heute zeige ich euch, wie ihr das BigTreeTech SKE 1.4 Optional Turbo an den Anycubic i3 Mega anschließt. Dazu schauen wir uns zuallererst das Board an. Wir werden die TMC 2208 oder 2209 Motortreiber in UART-Modus laufen lassen. Deswegen zeige ich euch das Bild, wie ihr die beiden Pins verbinden müsst. Nachdem ihr die beiden Pins für jede Achse verbunden habt, könnt ihr die Motortreiber auf das Board stecken. Jetzt könnt ihr das Board in den Anycubic i3 Mega einbauen. Dazu habe ich mal was vorbereitet. Ich habe für mein Anycubic eine Halterung gebaut, die auf die Steckplätze von dem alten Board passt und es einen Mount besitzt für das neue SKE 1.4 Board. Vorher müsst ihr natürlich das Trigorilla Board ausbauen. Danach könnt ihr die Halterung dort befestigen und das SKE Board danach anschrauben. Das sieht dann ungefähr wie folgt aus. Hier seht ihr im Hintergrund eine schwarze Platte. Das ist der Adapter für das SKE 1.4 Board. So, jetzt können wir anfangen, die ersten Kabel zu verlegen. Hier zeige ich euch jetzt, wie ihr von dem i3 Mega Hub den Heater an das SKE 1.4 Board anschließt. Passt bitte auf den Plus- und den Minuspol, dass ihr die hier nicht falsch anschließt. Und jetzt kommen die Stepper-Motoren. Hier habe ich einmal alle 4 markiert. Auf dem Hub sind nur die Anschlüsse für die X-Achse und die beiden Z-Achsen. Zusätzlich befindet sich noch der Stepper-Motor für den Extruder hier. Richtet euch danach, dass das blaue Kabel nach rechts zeigt. Danach kommen wir zu den Fans, zu den Lüftern. Fan 0 ist hier ganz speziell, denn das SKE 1.4 Board hat nur einen PWM Fan Slot. Das bedeutet, dass Fan 0 wirklich auch an Fan 0 von dem SKE Board angeschlossen werden muss. Der Fan 2 kann an irgendeinen Fan Slot angeschlossen werden. Ich habe hier einfach mal den ersten genommen. Danach können wir den Thermistor und die Endstops anschließen. Hier ist es ein bisschen komplexer, jedes Kabel vom Hub rauszunehmen. Das hier ist nämlich ein kompletter Stecker, den ihr einmal am besten aufbröseln müsst. Hier habe ich einmal markiert D42, da unten BU und BK. Das ist der Endstop für die zweite Z-Achse, für die linke Seite. Hier einmal die beiden Kabel an dem E1 DET, unten gelb markiert, an die 2 unteren Pins anschließen. Danach könnt ihr von dem großen Multistecker einmal die Nummer 2, den gelben Pfad folgen. Das ist nämlich die zweite Z-Achse, deswegen sind beide auch gelb markiert. Ihr dürft hier nicht unterscheiden, weil ihr sonst die falschen Stepper-Motoren stoppt. Der grüne ist der BL-Touch. Dort müsst ihr den einzigen Pin an den Zweierstecker verbinden. Wie ihr genau den BL-Touch verbindet, findet ihr in diversen anderen Anleitungen. Der dunkelblaue Pfad ist die X-Achse. Dort einfach an den untersten Pin das blaue Kabel anschließen. Die rote Linie ist der Thermistor. Dort zusammen mit dem schwarzen einfach an den Thermistor-Steckplatz an Bord anschließen. Hier zeige ich euch jetzt mal, wie es gesamt aussieht. Es sieht jetzt hier mega verwurstelt aus, weil sehr viele Kabel sind, die normalerweise hier auf dem Hub gesammelt wurden und jetzt verteilt an Bord angeschlossen werden. So, zum Schluss müsst ihr nur noch die Y-Achse anschließen. Wenn ihr den Anycubic schon offen habt, seht ihr auch direkt den Stepper-Motor von der Y-Achse. Dort könnt ihr das Kabel einfach an Y anschließen und dann zusätzlich auch noch direkt das Kabel daneben, das ist nämlich das Endstop-Kabel, an den Y-Endstop anschließen. Dann solltet ihr nur noch das Board mit Strom versorgen und das sollte es auch schon gewesen sein. Jetzt könnt ihr mein nächstes Video ansehen, wie ich in Marlin einmal das komplette Board konfiguriere, das einmal dann richtig aufspielen und dann könntet ihr schon ausprobieren, wie das Board funktioniert. Zu dem 3,5 Zoll TFT werde ich nochmal ein extra Video machen, wie ihr das genau ausdruckt, das TFT zusammenbaut und das dann zusammen am Anycubic verbaut. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde mich freuen für ein Abo und einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal.